6. Mai 1945. Ein prominenter Gefangener wird ins alliierte Hauptquartier nach Reims gebracht. Generaloberst Alfred Jodl. Sein Auftrag: Verhandlungen über die Kapitulation Nazi-Deutschlands. US-Colonel Kirk Lawton dokumentiert mit seiner Amateurkamera das weltgeschichtliche Ereignis. Farbaufnahmen, die bislang unveröffentlicht geblieben sind. Alfred Jodl hofft auf einen separaten Waffenstillstand mit den Westalliierten. Doch die verlangen die bedingungslose Kapitulation an allen Fronten. Um 2:41 Uhr unterschreibt der Generaloberst das Papier. US-Oberbefehlshaber General Eisenhower gibt anschließend bekannt, dass am 9. Mai 1 Uhr deutscher Sommerzeit der Krieg in Europa zu Ende sein wird. 55 Millionen Menschenleben hat Hitlers Wahn von der Weltherrschaft gekostet. Ein ganzer Kontinent liegt in Trümmern. Die deutsche Militärmaschinerie, die fast ganz Europa in ihre Gewalt gebracht hatte, ist zerschlagen. Die Menschen hoffen auf eine friedliche Zukunft. Kaum jemand ahnt, dass mitten im besetzten Berlin schon bald die Frontlinie des Kalten Krieges verlaufen wird. Herzlich willkommen bei Spiegel TV Spezial. Nach den erfolgreichen Serien Das Dritte Reich in Farbe und Der Zweite Weltkrieg in Farbe hat sich Spiegel TV-Autor Michael Kloff diesmal auf die weltweite Suche nach Farbaufnahmen zur Geschichte des Kalten Krieges gemacht. Mit unveröffentlichtem Amateurmaterial und seltenen Propagandafilmen aus privaten und staatlichen Archiven gelingt es ihm, einen neuen und ungewohnten Zugang zur Geschichte der Nachkriegszeit zu eröffnen. So sind einzigartige Szenen aus dem zerstörten Deutschland, private Filme von der Berliner Luftbrücke und britische Aufnahmen vom Bau der Mauer 1961 zu sehen. Propagandafilme aus Ost und West zeigen die angespannte Situation Berlins in der Sprache des Kalten Krieges. Und Amateurmaterial dokumentiert eindrucksvoll den Schrecken der deutschen Teilung und die geistige Enge der 50er Jahre. Moskau am 24. Juni 1945. Die Sowjetunion feiert ihren Sieg über Nazi-Deutschland mit einer Parade auf dem Roten Platz. Dieses Großereignis wird von den besten Kameraleuten des Landes dokumentiert. In 35 mm Farbe. Die Sowjetführung begibt sich auf das Lenin-Mausoleum. Zum großen Vaterländischen Krieg gegen die Invasoren hatte Generalissimus Stalin 1941 aufgerufen und ihn an der Seite der Alliierten gewonnen. 20 Millionen Sowjetbürger waren dabei ums Leben gekommen. Auf einem Schimmelhengst nimmt der Sieger von Berlin, Marschall Grigori Schukow, die Huldigung seiner Soldaten und der Kremlführung entgegen. Salutschüsse künden der Stadt und dem Sowjetvolk den Triumph. Dann rollt eine gigantische Militärparade über den Roten Platz. Auch den Alliierten soll die Stärke der Roten Armee eindrucksvoll demonstriert werden. Denn mit diesem Sieg über Nazi-Deutschland hat die Sowjetunion endgültig ihren Platz unter den Großmächten eingenommen. Und Stalin ist entschlossen, seinen Machtbereich über ganz Europa auszudehnen. Und das Volk im ganzen Sowjetreich soll des Diktators Triumph in den Kinos bewundern dürfen. Ein Höhepunkt steht noch aus. Zu Ehren des sowjetischen Diktators sollen Rotarmisten die Feldzeichen und Standarten der Hitlerarmee als Trophäen des Sieges präsentieren. Tage und Nächte hatten 200 Soldaten üben müssen. Jetzt ist der historische Moment gekommen.
Berlin ein paar Wochen später. Der sowjetische Außenminister Molotow und Stalins Geheimdienstchef Berija begeben sich auf eine Stadtrundfahrt durch die Reichshauptstadt. Hitlers zerstörte Reichskanzlei ist für die hohen Gäste die Attraktion, inklusive einer Besichtigung des Führerbunkers, wo der Diktator nur wenige Wochen zuvor Selbstmord begangen hatte. Dieser ungewöhnliche Farbfilm verschwand für Jahrzehnte im Archiv und wurde erst nach dem Untergang der Sowjetunion wiederentdeckt. Ganz Berlin und ganz Deutschland unter sowjetische Kontrolle zu bringen, das ist die Absicht Stalins. Und seine Schergen sind fest entschlossen, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Die Berliner haben zu dieser Zeit kaum eine Vorstellung von ihrer Zukunft. Sie sind froh, dass der Krieg zu Ende ist, dass sie den alliierten Bombenangriffen entronnen sind und die Schlacht um Berlin überlebt haben. In Potsdam haben sich die Sieger versammelt, um über das Schicksal der Besiegten zu beraten. Doch in Schloss Cäcilienhof wird rasch klar, dass die Vorstellungen der großen Drei nur mühsam in Einklang zu bringen sind. Man verständigt sich darauf, dass Deutschland nicht aufgeteilt wird. Der Westen akzeptiert Stalins Forderung nach der Abtrennung Ostpreußens und der Gebiete östlich von Oder und Neiße. Das Land soll völlig abgerüstet und entmilitarisiert werden. Die Deutschen müssen Reparationen leisten. Pressetermin am Ende einer Ära und zu Beginn einer neuen. US-Präsident Truman, Generalissimus Stalin und der britische Premierminister Churchill im Garten von Schloss Cäcilienhof. Es ist die letzte Zusammenkunft der Kriegskoalition. Denn für den Frieden gibt es keine gemeinsame Planungsgrundlage mehr. Kaum ein Jahr später wird Winston Churchill vom Eisernen Vorhang sprechen, der Europa teile. Der Kalte Krieg macht die Hoffnungen vieler zunichte. Bilder aus einem besetzten Land. Die Siegfriedlinie, einst das Bollwerk Nazi-Deutschlands im Westen, ist zur Touristenattraktion für die Sieger geworden. 2 GIs sind in diesem Sommer 1945 aufgebrochen, zu einer Reise in die amerikanische Besatzungszone. Ziel der US-Soldaten ist Frankfurt am Main, das Hauptquartier der amerikanischen Streitkräfte im besiegten Deutschland. Mit Fotoapparat und einer kleinen Amateurkamera dokumentieren sie dort das Leben nach der Stunde Null. Am 29. März 1945 hatten Einheiten des 8. US-Korps Frankfurt besetzt. Die Stadt gleicht einem Trümmerfeld. Seit 1941 war sie immer wieder Ziel britischer Luftangriffe gewesen. Die Bomben der Royal Air Force zerstörten schließlich die historische Altstadt und 80.000 Wohnungen. Fast die Hälfte der Stadt. Und den GIs gelingen einzigartige Farbaufnahmen vom Leben in den Ruinen, die bislang unveröffentlicht geblieben sind. Anfang August 1945 hat der amerikanische Präsident Truman die Heimreise angetreten. An Deck der USS Augusta vertreibt man sich die Tage mit Sport und Musik. Nur wenige ahnen, dass der Countdown für den Beginn eines neuen Zeitalters läuft. Noch in Berlin hatte Truman befohlen, den Krieg im Pazifik mit einem Schlag zu beenden.